zuhören. Ich werde so heulen, dass allen Hören und Sehen vergeht, so dass es allen graust und so dass alle betteln, hör auf, bitte, hör auf! Oder noch besser, dass alle rufen, noch einmal heulen! Noch mehr heulen! Au! Dann spiele ich das Mädchen. Ich kann es besser. Was genau kannst du besser? Das junge Mädchen spielen. Es ist noch nicht lange her, dass ich das junge Mädchen gewesen bin. Wenn du das junge Mädchen gewesen bist, dann ist das, was du tust, kein Spiel, sondern eine Erinnerung. Ich aber könnte spielen. Den Wolf spielst du doch auch. Oder bist du etwa ein Wolf? Sie ist auch nicht Hannah Arendt. Nein, ich spiele sie. Versuche ich wenigstens. Ja, ich finde es krass, eine Philosophin zu spielen. Komplex. Jüdin, geflüchtet vor den Nazis im Zweiten Weltkrieg, erst nach Paris, dann nach New York und eine nach der anderen geraucht. Ja, das ist Geschichte, das ist keine Geschichte. Das kann man nicht mitspielen. Naja, so rauchen kann man schon spielen. Ja. Ich spiele. Ich versuche. Nein, ich denke nach, so wie sie nachgedacht hat. Hat Hannah Arendt tatsächlich eine Geschichte mit einem Wolf geschrieben? Also ganz sicher hat sie über den Wolf nachgedacht. Ja, was? Naja, sie hat über den Sinn von Worten nachgedacht. Also meine Rolle, wir denken nach. Ja, sie denkt sich Worte aus. Nein, sie denkt sie sich nicht aus. Sie sind schon da. Worte sind doch unsichtbar. Ich kann sie sehen. Zum Beispiel kann ich sie lesen oder schreiben oder malen oder... Ja, aber du hast keinen Anspruch auf den Besitz ihrer Bedeutung. Ja, die Worte gehören niemandem. Es ist immer einfacher, die Worte, die Person, nicht die Worte, die Person zu sehen, die die Worte spricht. Die Worte, die sie spricht, wirklich zu hören, ist viel schwerer. Ja, du meinst, die Worte werden Teil eines Bildes, das wir schon von der Person haben. Eines Bildes, das wir bereits von ihr haben oder haben wollen. Ist doch gut, wenn ich jemanden sehe. In dem Bild verschwindet der Sinn der Worte. Warum sollte es einfacher sein zu sehen als zu hören? Wenn ich mir denke, ich weiß bereits, wer das ist, der da spricht, dann scheint zuzuhören nicht mehr so wichtig. Aber ich sehe doch, wer da vor mir steht. Dann weiß ich doch, wer das ist. Wieso? Du weißt nur, wer das ist, wenn du vorher entschieden hast, dass es jemand ist, der eingebildet ist oder angibt oder Versteh mich nicht zu schnell. Oder jemand, den du bewunderst oder wenigstens anerkennst. Versteh mich nicht zu schnell. Hör mal zu. Wenn ich höre, was jemand spricht, dann muss ich mitentscheiden, was es ist, was ich gehört habe, was es bedeutet. Hier und jetzt. Dann ergibt sich aus den Wörtern Sinn. Du meinst also, du hast mich verstanden?
Arendt. Hannah Arendt war eine Jüdin. Sie ist in Hannover geboren und in Königsberg aufgewachsen. Sie hat in Marburg, Freiburg und Heidelberg studiert. Und in Berlin gewohnt. Sie musste vor den Nationalsozialisten fliehen. Hat in den USA gelebt. Gedacht, geschrieben Und unterrichtet. Ich spiele Hannah Arendt. Ich spiele übrigens mit. Ich spiele auch eine Hannah. Hannah Arendt ist am 4. Dezember 1975 69 Jahre alt. Sie lebt in New York. Sie hat viele Bücher in ihrem Leben geschrieben. Sie ist fest entschlossen, mit dem Buch, an dem sie gerade arbeitet, fertig zu werden. Wer bist du? Du kommst mir bekannt vor. Was tust du da? Was willst du von mir? Hör zu. Ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Ein Buch? Erzähl mir die Geschichte. Es ist kein Buch mit einer Geschichte. Ein Buch ohne Geschichte? Es ist ein Buch über den Sinn der Worte. Hast du dir die Worte ausgedacht? Ich denke mir keine Worte aus. Wenn ich sie nicht beachte, verschwindet sie vielleicht wieder. Aber schreib doch die Geschichte von einem Fuchs. Gerade kommt er aus seinem Bau. Oder schreib die Geschichte von dem Fuchs, der Angst vor dem bösen Wolf hat. Sie sagt aber, sie schreibt keine Geschichte. Ich weiß nicht, was sie schreibt. Sie denkt sich auch keine Worte aus. Das macht doch keinen Sinn, oder? Wie ist es dazu gekommen, dass ich sie geworden bin? Hannah? Hannah, wie hat das alles angefangen? Du willst den Anfang wissen? Die Welt
hat schon lange angefangen. Wenn du einen neuen Anfang machen willst, dann musst du dich dafür entscheiden. Du denkst dir also doch etwas aus. Erzähl es mir. Erzählen, nur um zu erzählen, ist langweilig. Echt? Erzählen bedeutet handeln. Was? Wir gehen ins Theater. Moment. Wir sind doch im Theater. Ja, genau. Nee, mir würde es gefallen, wenn wir so tun, als ob die da nicht da wären. Es müsste eine Geschichte zwischen dir und mir sein, nur für uns beide. Hast du Angst vor denen, die zuschauen und zuhören? Angst? Ich? Natürlich nicht. Es wäre nur angenehmer, wenn wir unter uns blieben. Wenn du eine Geschichte ganz allein für dich oder nur für uns beide willst, dann ist das keine Geschichte. Wir könnten einfach so tun, als wären die anderen nicht da. Eine Geschichte muss gehört werden. Wenn wir sie erzählen, dann brauchen wir Menschen. Wir brauchen eine Welt. Damit es eine Welt gibt, brauchen wir eine Geschichte. Was ist das? Raus! 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 Der Wolf, der bleibt draußen. Die Geschichte fängt an. In Griechenland fängt die Geschichte an, mit meinem alten Freund Aristoteles. Und der Wolf? Na, der bleibt draußen. Warum? Das machen Aristoteles und ich so. Ist das ein Freund, Aristoteles? Mein Freund, ja. Woher weißt du, ob jemand dein Freund ist? Mit einem Freund teilt man eine Welt, eine Sprache. Obwohl ich meistens Englisch oder Deutsch spreche und Aristoteles spricht nur Griechisch. So, du meinst, ihr fühlt euch einig? Nein, eher nicht. Wir streiten oft. Ihr streitet? Wie kann das denn dein Freund sein? Weil ich ihn verstehen will. Ich streite auch oft mit mir selbst. Ich bin nicht immer meiner Meinung. Aber du bist doch du. Ja, und ich bin die geworden, die ich bin. Manchmal fängt etwas Neues an, so wie jetzt, mit dir und mir. Und jetzt will ich dich verstehen. Auch wenn ich mit dir streite? Ja, ich will dich verstehen. Die anderen will ich verstehen. Die Welt. Nur so kann ich werden, wer ich bin. Aber Aristoteles ist doch schon lange tot. Seit über 2000 Jahren und hat mich trotzdem mein Leben lang begleitet. Weil du ihn verstanden hast. Ich habe ihn verstanden und nicht verstanden. Ich musste mit seiner Sprache ringen. Das Sein wird gesagt auf vielfältige Weise. Wer versteht das schon? Ich? Nichts ist einfach, was es ist. Wir machen es auch dazu. Ich verstehe das. Er hat es vielleicht damals nicht genauso gemeint, aber vielleicht hast du ihn heute verstanden. Und dann ist er jetzt auch mein Freund? Das könnte der Anfang einer wunderbaren Freundschaft sein. Ja, und der Wolf? Der bleibt draußen. Alle zusammen schließen ihn aus. Den Leuten fehlt die Sprache, gefangen in ihrer Blase. Gehst du raus auf die Straße, fragst du dich, was ich hier fasse. Für Schollen, es kommt neu hervor, wird wiedergeboren. Der Gedanke bleibt der gleiche und so geht er nicht verloren. Die Idee der Materie, der Form, der Substanz. Theorie und Praxis haben noch immer Relevanz. Uralte Freundschaft, Wir zeigen Respekt, feiern Aristoteles, zitieren ihn Korrekt. Die alten Griechen nannten ihre Stadt Polis. so wie Politik nicht wie Verkapolis. Sie war nur für freie Männer, nicht für Sklaven oder Frauen. Gleichstellung musst du selber aufbauen. Agora, Agora, that's it. ich will wissen, was hier vorgeht, darum spreche ich mit. Der öffentliche Platz, das gesprochene Wort für Probleme der Gesellschaft. Ist das hier der Ort? Die Fragen der Metaphysik stellt man sich allein. Doch du bist nicht allein, du bist zwei in einem. Das Handeln, das Denken, der Tod und das Leben. Wir können alles hinnehmen Oder drüber reden. Wag ich auf die Agora, Hier darfst du dich nicht zieren, das Risiko ist groß. denn wir haben alles zu verlieren. Wag ich auf die Agora, Hier darfst du dich nicht zieren, das Risiko ist denn groß. wir haben alles zu verlieren. Wag ich auf die Agora, Hier darfst du dich nicht zieren, das Risiko ist groß. denn wir haben alles zu verlieren.
Ja, du kannst mitmachen. Wir sind in der Agora und der Wolf ist nicht da. Lass mich in Ruhe. Ich habe Agoraphobie. Im alten Griechenland unvorstellbar so eine Furcht. Die öffentliche Sphäre war frei. Frei von allen Notwendigkeiten des Alltags, frei von Herrschaft und Gewalt. Wieso sich also fürchten? Gab es nicht auch Sklaven in dem alten Griechenland? Das stimmt. Das waren andere Zeiten. Aber die Agora war auch wolfsfrei. Die Griechen haben miteinander als freie Männer verkehrt. Der Wolf hatte keinen Zutritt. Aha! Freie Männer. Dass sie den Wolf nicht wollten, verstehe ich ja. Aber wo waren die Kinder? Wo die Frauen? Und wo wir? Füchse. Das ist Geschichte. Damals haben die Männer die öffentlichen Angelegenheiten diskutiert und entschieden. Demokratisch. Das heißt, sie, der Demos, das Volk, haben entschieden. Nur die Männer sind das Volk. Lass mich in Ruhe. Ich habe Agoraphobie. Du hast Angst vor den Menschen. Okay, so die Agora war das Zentrum der Polis. Und die Polis war der Stadtstaat der Griechen. Ja. So ein Marktplatz mitten in der Stadt, auf dem die Leute miteinander gestritten und gesprochen haben. Darüber, wie sie leben wollen oder wollen sollen. Und die Agora ist das lebendige Herz der Demokratie. Spiel doch einfach mit. Ja, du und ich und Hanna, wir spielen Agora. Kommt. Dafür brauchen wir Platz. Dann gehen wir herum, spielen freie Männer und denken nach. Wir sind untergleichen. Ja, mehr oder weniger. Wir sind frei von Zwang, Gewalt und Herrschaft. Wir können miteinander verkehren, miteinander reden. Und uns streiten. Und gemeinsam Entscheidungen treffen. Aber ist die Agora immer die Agora? Die Zeiten ändern sich. Und wenn die Agora nicht mehr die Agora ist, Dann leben wir in finsteren Zeiten. Darüber können wir ja ein anderes Mal in Ruhe sprechen, oder? Hier draußen soll ich nachdenken? Das kann ich nicht. Lass uns lieber reingehen. Ich habe die allgemeine Aufregung genutzt und bin zurückgekommen. Ich bin durch die Maschen geschlüpft. Wieder mal. Ich habe das Recht. Ja, auch ich habe das Recht,
mein eigener Herr zu sein. Darüber lässt sich streiten. Es gibt Gesetze. Ja, zum Beispiel, du sollst nicht töten. Eins der ältesten Gesetze der Menschheit. Und wenn sich die Gesetze ändern? Streitet euch nicht mit dem Wolf! Kommt lieber in meinen Bau! Lauft nur weg, bevor sich eure Gesetze in meine Gesetze verwandeln. Lauft nur! Oh mein Gott. Ein Tee wäre schön, oder? Kamillentee beruhigt die Nerven. Du könntest auch einen vertragen, stimmt es? Ja, allerdings. Und du? Nein, danke. Ich habe nicht die Absicht, mich lange in deinem Bau aufzuhalten. Sie will zurück. Ins Treiben dort draußen? Ich denke praktisch. Mein Zuhause ist die Welt. Aber da riskiert man, gefressen zu werden. Ich verkrieche mich in keinen Bau. Und du? Bleib du hier, Hanna. Kleine Hanna. Meine Hanna. Ruh dich erst mal aus. Oh ja. Hanna, Ja, da draußen ist es furchtbar anstrengend. Ausruhen ist ganz, ganz wichtig. Sicher hast du zu wenig geschlafen. Hast du überhaupt schon etwas Ordentliches gegessen? Hast du überhaupt schon etwas Ordentliches gegessen? Wann hast du eigentlich zum letzten Mal etwas Ordentliches gegessen? Wann hast du eigentlich zum letzten Mal etwas Ordentliches gegessen? Haben die je etwas Ordentliches gegessen? Esst ihr überhaupt ordentlich? Dieses ganze Rumgerenne in der Welt, dieses Einmischen, achtet lieber auf euch selbst. Esst gesund, trinkt Tee, entspannt euch, bewegt euch. Seid gesund. 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 Im Licht liegt die Wiese, so sonnewarm. Der Hirsch läuft in Freiheit, waldarm. Versammelt euch alle, ein Sturm ist nah. Der morgige Tag ist mein. Das Lied den Grün leuchtet, die Blätter, sie will. Sein Gold verströmt mehrwärts der Rhein. Vom Feld geht ein Stern auf noch ungesehen. Der morgige Tag ist mein. Das Kind in der Wege liegt selig im Schlaf.
Jude, Jude! Ich war schon immer Jüdin. Jude, Jude, Jude! Und jetzt werde ich Jüdin. Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden vom 1. September 1941. Sie gilt ab heute. Du bist immer Jüdin gewesen und wirst jetzt Jüdin? Ich verstehe Sie nicht mehr. Aufgrund der Verordnung über die Polizeiverordnungen der Reichsminister vom 14. November 1938 und der Verordnung über das Rechtsetzungsrecht im Protektorat Böhmen und Mähren vom 7. Juni 1939 wird im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen und Mähren verordnet. Jude, Jude, Jude! Ich? Jude, Jude, Jude! Hans, ich heiße Hanna. Und du, Hans, kennst mich. Hanna! Du bist ein Jude? Ein Jude! Eine Jüdin! Eine Jüdin! Ich bin Hanna. Ja, ich weiß. Du heißt Hanna. Mein Papa sagt, dass du Jüdin bist. Ist das gut? Ist doch gut. Ich war schon immer Jüdin. Dazu brauche ich deinen Papa nicht! Jude, Jude, Jude! Mama, was ist ein Jude? Na, Menschen wie wir. Wir sind Juden. Ja, aber was ist das? Was sind wir? Als Juden gehören wir zu einer Familie, zu einer Religion, zu einer Geschichte und zu Traditionen. Wie Christen oder Muslime. Und wir sind Juden. Wir sind Juden. Hans hat gesagt, dass sein Papa das auch gesagt hat, dass ich... Kind, wenn dich jemand als Jüdin angreift, verteidige dich als Jüdin. Paragraph 1. Erstens. Juden, die das 6. Lebensjahr vollendet haben, ist es verboten, sich in der Öffentlichkeit ohne einen Judenstern zu zeigen. Zweitens. Der Judenstern Besteht aus einem Handteller großen, schwarz ausgezogenen 6-Stern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift Jude. Er ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen. Mama, was ist ein Jude? na, Menschen wie wir. Wir sind Juden. Ja, aber was ist das? Was sind wir? Als Juden gehören wir zu einer Familie, zu einer Geschichte, zu einer Religion und zu Traditionen, wie Christen oder Muslime. Und wir sind Juden. Wir sind Juden. Hans hat gesagt, dass sein Papa das auch gesagt hat, dass ich... Paragraph 2. Juden ist es verboten, a. den Bereich ihrer Wohngemeinde zu verlassen, ohne eine schriftliche Erlaubnis der Ortspolizeibehörde bei sich zu führen. Juden ist es verboten, b. Orden, Ehrenzeichen und sonstige Abzeichen zu tragen. Kind, wenn dich jemand als Jüdin angreift, verteidige dich als Jüdin. Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen. Soweit Juden andere Vornamen führen, als sie nach Paragraph 1 Juden beigelegt werden dürfen, müssen sie vom 1. Januar 1939 ab zusätzlich
zusätzlich einen weiteren Vornamen annehmen. Und zwar männliche Personen den Vornamen Israel, weibliche Personen den Vornamen Sarah. Mein Name ist Hanna. Mein Name ist Hanna. Ob Anna oder Hanna, ab morgen heißt du Israel. Ob Hanna oder Hanna, ab morgen heißt du Sarah. Ich heiße Hanna. Der ist laut Paragraph 1 erlaubt. Paragraph 6! Die Polizeiverordnung tritt 14 Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Wenn dich jemand als Jüdin angreift, Verteidige dich als Jüdin. 9. Oktober 1942. Juden dürfen nicht mehr in arischen Buchhandlungen kaufen. Bücher Bücher in Kisten in Koffern, und Kleider. ein Kleid, Eine Hose. eine Strumpfhose. Wie kalt ist es im Osten? Wohin fahren wir? Große Koffer, Schwere Koffer. leichte Koffer, Lederkoffer jeder Art. Schwarze mit Silber dunkelbraune mit hellem Leder, und gelbliche mit dunklen Holzbeschlägen. Hutschachteln, Kleine Häkelkoffer und Puppenkoffer. Vulkanfieberkoffer, Koffer mit Vorhängeschloss. Diplomatenkoffer mit Geheimzahl, Kabinenkoffer. Überseekoffer, Blechkoffer. Holzkoffer und Kisten. Und Kisten mit Stroh, dazwischen Teller und Tassen. Kisten mit Hamstern und Katzen, Käfige mit Vögeln. Pakete jeder Art, Leinensäcke mit Betten. Zeltsäcke, einmal sogar ein Schlitten, Segelstangen und Paddel. Schwimmringe und Wasserbälle, Rucksäcke und Taschen und Beutel und Körbe. Kinderwagen, Ferngläser. Feldstecher, Teleskope. Tennisschläger, Kinderschaufeln. Puppen und Teddys Brautkleider und Matrosenanzüge. und Tornister. Und 19. Juni 1943. Reichspropagandaminister Goebbels erklärt Berlin für judenrein. Hallo, ja, euch meine ich. Ich denke, ihr sucht mich. Stimmt das? Wolf, Wolf. ich will wissen, wer verantwortlich ist. Bist du es? Ich? Wenn du verantwortlich bist, mach, dass es aufhört. Mach, dass niemand einen Stern tragen muss. Mach, Was? dass es keine Verordnung gibt, die den Menschen das Menschlichsein wegnimmt. Mein Kind, Ich bin nicht dein Kind. es läuft gut. Meines, nicht mein Kind. Es läuft ganz von allein. Mein neues Gesetz hat der Chor der Bürokraten total verinnerlicht. Hieß es einmal, du sollst nicht töten? So heißt es immer noch. Na schön. Aber ich habe gesagt, du sollst töten. Das wurde zu einem neuen Gesetz. Das ist falsch. Nein! Das ist genial.
Wir wollen uns in Ruhe unterhalten. Wie gefällt euch mein Anzug? Hör auf! Ich mag es, wenn Männer gut angezogen sind. Hör mit dem Gerede auf! Mir gefallen so schnittige Schnitte. Man sieht dann gleich, wer der Boss ist. Ich habe jetzt auch einen Fuchs! Glaubst du, dass das dein Fuchs ist? Fuchs, dein Bau ist eine Falle. Du verkriechst dich. So ein guter Fuchs. So weich. Der passt hervorragend zu meinem Anzug. Ich hasse eure zivilisierte Verkleidung. Danke für das Kompliment, gnädige Frau. Es tut mir leid, Anna. Politik interessiert mich einfach nicht. Ich bin umgezogen. Oh, direkt in die Stadtmitte. Ja. Ich habe mein Haus mitten ins Zentrum der Stadt gebaut. Oh, das sind jetzt die besten Grundstücke. Man muss zum rechten Zeitpunkt zuschlagen. Ich aber auch früh gekauft. Wir haben aufgepasst. In der Stadtmitte gibt es die besten Schulen. Ja, das stimmt. Das ist etwas ungerecht. Ich finde es gut, wenn die guten Schüler in die guten Schulen gehen. Ich will niemanden ausschließen. Also ich wäre die Letzte, die jemanden ausschließen würde. Wenn die guten Schüler unter sich bleiben, Ruhe bitte! wenn die guten Schüler... Wenn die guten Schüler unter sich bleiben, konzentrieren sie sich besser. Sie machen dann bessere Abschlüsse, sind besser ausgebildet. So werden sie eine bessere Welt schaffen. Ja, die wenigen, die sich auskennen, sollen auch die Verantwortung übernehmen. Für die öffentlichen und die privaten Angelegenheiten. Dieser Sessel ist besonders schön. Jemand muss ja die Fäden zusammenhalten. Ich zum Beispiel habe nicht wirklich einen Überblick. Oh, und wenn ich hier so schön sitzen kann. Ich habe allerdings eine Meinung. Und die werde ich ja wohl auch sagen dürfen. Dann habe ich sofort gute Laune. Oh, das tut gut. Es tut gut, die Meinung zu sagen. Dieser Sessel? Ja, gute Laune ist so wichtig. Aber du machst dir ja nur selber gute Laune. Ja, ja. Du ziehst dich zurück, dafür gibt es keinen Grund. Wirklich nicht. Man muss mit der Zeit gehen. Beteilige dich. Und wer zähmt den Wolf? I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad?
And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. So in my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work out and fool around and have a ball. Money, money, money must be funny. In a rich man's world. Money, money, money must be funny. In a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. In a rich man's world. If I had a little money. In a rich man's world. Die Sklaven sind jetzt auch befreit. Ja, wer zähmt den Wolf? Sie dürfen jetzt auch wählen. Und die Kinder? Kinder natürlich nicht. Aber Frauen, Für die Kinder wird gesorgt. wenn wir unsere Rechte behaupten. Alle dürfen wählen. Alle. Freiheit. Sicherheit. Wer zähmt den Wolf? Wir werden unter uns Regierende wählen. Sie werden den Wolf im Zaum halten. Sie werden für uns Gesetze erlassen. Uns und unsere Rechte schützen. Wenn alle wählen können, Sind wir sicher. Wenn- alle wählen können. sind wir gleich. Ihr denkt nicht nach. Was meinst du? Wo wohnt ihr? Im Im Zentrum. Zentrum. Besitzt ihr eure Wohnungen? Ja, natürlich. Ihr habt also die Agora gekauft. Was meinst du? Wir haben Wohnungen gekauft. Die wir uns leisten können. Das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Für die anderen müssen wir sorgen. Für die anderen wird gesorgt. Ja, irgendwie. Dafür gibt es ja Gesetze. Und alle dürfen wählen. Ihr denkt nicht nach. Was? Niemand kann die Agora besitzen. Ja, klar. Und ihr habt sie gekauft. Nein. Nur eine Wohnung. Ihr denkt nicht nach. Das verstehst du nicht. Ja doch, ich verstehe es. Wenn wenigen fast alles gehört, ist die Agora nicht mehr die Agora. Alle können wählen. Ja, und da muss Platz sein für alle. Alle Hier. können wählen. Die wollen nicht nur wählen. Die wollen, dass ihr sie seht und hört. Die bringen alles durcheinander. Das Private bleibt in den Kulissen. Was? So hat es Aristoteles gesagt. Wer? Mein Freund. Du bringst alles durcheinander. Ich? Ja, du. Ich will, dass es eine Trennung gibt zwischen denen, die gehorchen und denen, die handeln. Es muss eine Bühne geben, ein Urteil. Es muss einen Prozess geben. Wenn wir über jemanden urteilen wollen, dann müssen wir ihm das Wort erteilen. Manchmal wird der Wolf angeklagt. Ich wollte nichts durcheinander bringen. Im Gegenteil, ich habe für Ordnung gesorgt. Mein persönlicher Umgangston war weder schroff,
noch neigte ich zu ehrgeizigen Zwistigkeiten. Es wurde Ordnung und Disziplin verlangt. Akkuratesse. Gewissenskonflikt. Man könnte es eher Gespaltenheit nennen. Und zwar eine bewusste Gespaltenheit. Wo man sich von der einen Seite in die andere flüchtete und umgekehrt. Ich habe dem Gesetz gehorcht. Ich bin der Bewegung gefolgt. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Die Gesetze waren schlecht. Jeder Einzelne hat sich gesagt, das hat ja keinen Zweck, wenn ich dagegen opponiere. Das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Der verdampft ja einfach so. Es ist die Verantwortung der Befehlsgeber. Mein Chef war gut. Mein Führer war gut. Ich habe ihm gehorcht. Ich habe ihm gern gehorcht. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Ich hatte keine Wahl. Eine Auflehnung hätte von oben angeordnet werden müssen. Ich steige hier aus. Ich möchte etwas erzählen. Damals, in dieser Zeit, in der die Juden verfolgt und umgebracht wurden, da hat ein hiesiger Einwohner sich nach Deutschland begeben, um ein 4-jähriges Kind mit sich zu nehmen. Es über Eupen weiter nach Brüssel zu dessen Verwandten zu bringen, die sich dort des verlassenen Kindes angenommen haben. Der Vater und der Großvater des Kindes waren in deutschen Konzentrationslagern gefangen. Das Kind war ein jüdisches Kind. Das Besondere an der Geschichte ist, dass dieser Mann ein Mitglied der Heimattreuen Front war. Die Heimattreue Front, das waren jene Leute, die den Nationalsozialisten total nahe standen. Die politischen Überzeugungen der Mitglieder der Heimattreuen Front waren die gleichen wie die der Nationalsozialisten. Das Handeln des Mannes stand also im krassen Widerspruch zu den Grundsätzen seiner eigenen Partei. Ich erzähle das nicht, weil ich daran glaube, dass die Menschen gut sind. Ich erzähle es, weil ich denke, dass es möglich ist zu handeln. Immer. Wir spielen. Wir spielen weiter. Warum haben so wenige gehandelt? Wie konnte die Katastrophe geschehen? Sie ist nicht überall geschehen. Ja, genügt das? Es kann genügen, damit dieser Planet für die Menschheit bewohnbar bleibt. Und wird er morgen noch bewohnbar sein? Ich vertraue auf das Unvorhersehbare. Was denkst du? Was gibt der Welt die Möglichkeit des ständigen Neuanfangs? Du meinst, Ich denke. die anfangen. Die Anfänger, die Gründer, die Revolutionärinnen. Und die Kinder. Und die Kinder. An diesem Abend des 4. Dezember 1975, An dem es so kalt war, will Hannah Arendt einen Kaffee für ihre Gäste zubereiten. sie will etwas sagen. Dann spürt sie, dass vor ihrem Leben ein schwerer Vorhang fällt. die Zeit der Rede ist vorbei. Sie nimmt Abschied. Sie setzt sich in ihren Sessel
und schläft ein. Im Moment ihres Todes glaubt die große Hannah ein Kind zu sehen. Es schaut ihr über die Schulter.